Es ist Dezember. Die Lichter hängen, die Musik läuft, überall Paare, überall Erwartungen und irgendwo dazwischen du. Weihnachten ist kein besonderes Fest, es ist ein Verstärker. Alles, was das Jahr über verdrängt wurde, kommt jetzt nach oben. Gedanken, die sonst im Alltag untergehen, werden plötzlich laut. Nicht, weil du schwach bist, sondern weil es stiller wird. Und in dieser Stille merkst du, wie wenig du eigentlich vermisst. Viele Männer sitzen an diesen Tagen allein und fragen sich, ob mit ihnen etwas nicht stimmt, ob sie versagt haben, ob sie falsch abgebogen sind. Aber die Wahrheit ist oft eine andere. Viele haben nicht ihre Beziehung verloren, sondern ihre Illusion. Die Illusion, dass Nähe automatisch fair ist, dass Einsatz belohnt wird, dass Loyalität selbstverständlich ist. Weihnachten zeigt dir, wie viel Energie du früher investiert hast. Gespräche, die nichts geändert haben. Kompromisse, die einseitig waren. Hoffnung, die länger gelebt hat als der Respekt. Und wenn du heute zurückblickst, dann nicht mit Sehnsucht, sondern mit einer nüchternen Erkenntnis. Es war richtig, dass es geendet hat. Auch wenn es damals wehgetan hat. Allein zu sein bedeutet nicht, dass dir etwas fehlt. Es bedeutet oft, dass du aufgehört hast, dich selbst zu verlieren. Kein ständiges Erklären, kein Rechtfertigen, kein Gefühl mehr, falsch zu sein, nur weil du Grenzen hast. Diese Ruhe ist ungewohnt, aber sie ist ehrlich. Und Ehrlichkeit ist etwas, das viele Beziehungen längst verloren haben. Während draußen perfekte Bilder gezeigt werden, sitzt du da und merkst, dein Leben ist ruhiger geworden, berechenbarer, klarer. Nicht aufregend im klassischen Sinn, aber stabil. Und Stabilität ist nichts, wofür man sich schämen muss. Im Gegenteil, viele Männer merken erst jetzt, wie sehr sie jahrelang gegen sich selbst gelebt haben. Dieses Weihnachten ist kein Zeichen von Mangel. Es ist ein Spiegel. Und wenn du genau hinschaust, siehst du keinen Verlust. Du siehst einen Mann, der nicht mehr bereit ist, sich selbst für ein Bild von Beziehung zu verbiegen, das ihm nie wirklich gut getan hat. Kurze Wahrheit. Ohne Drama, ohne Hass, ohne Schuldzuweisung. Viele Männer wollen keine Beziehung mehr, nicht weil sie keine Nähe kennen, sondern weil sie zu gut kennen. Sie wissen, was es kostet. Emotionale Arbeit, die selten benannt wird. Anpassung, die als selbstverständlich gilt. Ständiges Abwägen, was man sagen darf und was nicht. Und irgendwann die Frage, warum eigentlich immer ich? Viele Männer haben gelernt, dass sie funktionieren müssen. Stark sein, aber nicht zu hart. Sensibel sein, aber nicht schwach. Grenzen setzen, aber bitte empathisch genug, damit es niemanden stört. Diese Balance dauerhaft zu halten, kostet Kraft. Und viele haben gemerkt, dass sie dabei sich selbst verlieren. Was nach außen wie Rückzug aussieht, ist oft eine bewusste Entscheidung. Kein weiterer Invest ohne Rendite. Keine Hoffnung mehr, die sich selbst verbrennt. Keine Beziehung mehr, in der Respekt verhandelbar ist. Das ist keine Verbitterung, das ist Kalkulation. Weihnachten macht diese Entscheidung sichtbar. Während andere feiern, fragen sich viele Männer, warum sollte ich mir das nochmal antun? Warum wieder investieren, wenn Dankbarkeit optional ist? Warum wieder geben, wenn Loyalität einseitig bleibt? Diese Fragen sind unbequem, aber sie sind ehrlich. Alleinsein ist planbar. Es ist ruhig. Es ist ehrlich. Du weißt, woran du bist. Keine Tests, keine Spielchen, keine emotionalen Minenfelder. Und genau das empfinden viele Männer nicht als Mangel, sondern als Erleichterung. Die Gesellschaft tut sich schwer damit. Ein Mann ohne Beziehung gilt schnell als defizitär, als jemand, dem etwas fehlt. Aber viele dieser Männer sind mental stabiler als je zuvor, finanziell klarer, emotional kontrollierter, nicht abgestumpft, sondern fokussiert. Dieses Weihnachten ist für viele Männer kein trauriger Moment, es ist ein nüchterner. Und Nüchternheit ist oft der erste Schritt zu echter Selbstachtung. Ein Satz. Wichtig. Du hast nicht verloren, du hast erkannt, was nicht mehr funktioniert. Du hast verstanden, dass Liebe ohne Respekt leer ist, dass Nähe ohne Ehrlichkeit Kraft raubt, dass Beziehungen kein Selbstzweck sind. Diese Erkenntnis kommt nicht früh. Sie kommt nach Erfahrung, nach Enttäuschung, nach innerem Wachstum. Viele Männer bleiben zu lange. Aus Verantwortung, aus Loyalität, aus Angst, als Versager dazustehen. Aber der wahre Verlust ist nicht das Alleinsein.
Der wahre Verlust ist, sich selbst aufzugeben, um einen Zustand aufrechtzuerhalten, der innerlich längst tot ist. Weihnachten zeigt dir das gnadenlos. Du siehst Paare, die nebeneinander sitzen und trotzdem einsam wirken. Gespräche, die höflich sind, aber leer, Nähe, die zur Gewohnheit geworden ist. Und du merkst, Alleinsein ist nicht automatisch Einsamkeit. Alleinsein kann Klarheit sein, Ruhe, Selbstkontakt. Viele Männer lernen erst jetzt, mit sich selbst zu sein. Ohne Ablenkung, ohne Betäubung, ohne die Rolle, die sie jahrelang gespielt haben. Das ist ungewohnt, aber es ist eine Stärke. Du lernst, deine Gedanken auszuhalten, deine Erinnerungen einzuordnen, deine Grenzen zu respektieren. Und plötzlich entsteht etwas, das lange gefehlt hat. Innerer Halt. Nicht abhängig von jemand anderem, nicht verhandelbar. Dieses Weihnachten ist kein Endpunkt, es ist ein Übergang. Und Übergänge fühlen sich selten angenehm an. Aber sie sind notwendig, um nicht stehen zu bleiben. Ein Satz. Wichtig. Du hast nicht verloren, du hast erkannt, was nicht mehr funktioniert. Du hast verstanden, dass Liebe ohne Respekt leer ist, dass Nähe ohne Ehrlichkeit Kraft raubt, dass Beziehungen kein Selbstzweck sind. Diese Erkenntnis kommt nicht früh. Sie kommt nach Erfahrung, nach Enttäuschung, nach innerem Wachstum. Viele Männer bleiben zu lange. Aus Verantwortung, aus Loyalität, aus Angst, als Versager dazustehen. Aber der wahre Verlust ist nicht das Alleinsein. Der wahre Verlust ist, sich selbst aufzugeben, um einen Zustand aufrechtzuerhalten, der innerlich längst tot ist. Weihnachten zeigt dir das gnadenlos. Du siehst Paare, die nebeneinander sitzen und trotzdem einsam wirken. Gespräche, die höflich sind, aber leer, Nähe, die zur Gewohnheit geworden ist. Und du merkst, Alleinsein ist nicht automatisch Einsamkeit. Alleinsein kann Klarheit sein, Ruhe, Selbstkontakt. Viele Männer lernen erst jetzt, mit sich selbst zu sein. Ohne Ablenkung, ohne Betäubung, ohne die Rolle, die sie jahrelang gespielt haben. Das ist ungewohnt, aber es ist eine Stärke. Du lernst, deine Gedanken auszuhalten, deine Erinnerungen einzuordnen, deine Grenzen zu respektieren. Und plötzlich entsteht etwas, das lange gefehlt hat. Innerer Halt. Nicht abhängig von jemand anderem, nicht verhandelbar. Dieses Weihnachten ist kein Endpunkt, es ist ein Übergang. Und Übergänge fühlen sich selten angenehm an. Aber sie sind notwendig, um nicht stehen zu bleiben. Dieses Weihnachten ist leise. Ohne Bühne, ohne Applaus, ohne Rolle. Und genau deshalb ehrlich. Es lehrt dich etwas, das viele Männer erst spät verstehen. Dass du genug bist. Nicht, weil jemand dich bestätigt, nicht, weil jemand dich will, sondern weil du aufgehört hast, dich selbst zu verlassen. Diese Erkenntnis kommt nicht euphorisch, sie kommt ruhig. Und sie bleibt. Viele Männer haben ihr Leben lange um Beziehung herumgebaut. Um Harmonie, um Anpassung, um das Gefühl, gebraucht zu werden. Und erst im Alleinsein merken sie, wie sehr sie sich dabei selbst vernachlässigt haben. Weihnachten legt das offen. Nicht brutal, sondern klar. Du lernst, dass Frieden nicht laut ist. Er ist kein Feuerwerk, kein Dauerlächeln, kein Alles ist perfekt. Frieden ist ein Zustand, in dem du morgens aufwachst und weißt, dass du niemandem etwas beweisen musst. Dass du nicht erklären musst, warum du bist, wie du bist. Dass dein Leben gerade genau so sein darf. Dieses Weihnachten zeigt dir auch, dass Einsamkeit oft ein Fremdwort ist. Ein Wort, das andere benutzen, um deinen Zustand zu bewerten. Du selbst erlebst etwas anderes. Ruhe. Struktur. Selbstkontakt. Du bist nicht abgeschnitten. Du bist bei dir. Und das ist ein Unterschied, den nur Männer verstehen, die diesen Weg gegangen sind. Du merkst, dass du Entscheidungen triffst, ohne sie abzustimmen. Dass du deine Zeit nicht rechtfertigen musst. Dass deine Gedanken nicht sofort kommentiert werden. Diese Freiheit fühlt sich am Anfang ungewohnt an, fast leer. Aber mit der Zeit merkst du, diese Leere ist Raum. Raum für Klarheit, Raum für Haltung, Raum für das, was du wirklich willst. Und genau hier verändert sich etwas Grundlegendes. Du beginnst, Beziehungen nicht mehr als Ziel zu sehen, sondern als Möglichkeit. Nicht als Rettung, sondern als Ergänzung. Nicht als Beweis deines Wertes, sondern als freiwillige Verbindung auf Augenhöhe. Diese Verschiebung ist leise, aber sie ist dauerhaft. Wenn du dieses Video an Weihnachten hörst, dann vielleicht allein. Vielleicht bewusst.
vielleicht mit einer Mischung aus Ruhe und Nachdenklichkeit, dann ist das kein Zeichen von Mangel. Es ist ein Zeichen von Reife. Du hast verstanden, dass nicht jede Tür, die sich schließt, ein Verlust ist. Manche sind ein Schutz. Und deshalb möchte ich dir am Ende eines sagen. Nicht pathetisch, nicht kitschig, sondern klar, du bist nicht kaputt, du bist nicht zurückgeblieben, du bist nicht falsch, du hast einfach erkannt, was du nicht mehr willst. Und das ist der Anfang von Würde. Ich wünsche dir ruhige Tage, klare Gedanken und einen Jahreswechsel ohne Illusionen, aber mit Haltung. Schöne Weihnachten, nicht laut, nicht perfekt, sondern echt.